Am 25. Juli 2020 lief der rund 300 Meter lange Frachter Wakashio der japanischen Nagashiki Shipping Company von Mauritius im Indischen Ozean einem Korallenriff auf. Der Frachter war ohne Ladung von Singapur nach Brasilien in den viel zu seichten Gewässern unterwegs, hatte jedoch rund 4000 Tonnen Öl als Treibstoff an Bord. In den Folgetagen liefen rund 1200 Tonnen Öl direkt ins Meer. Das Öl verseuchte eines der schönsten und artenreichsten Korallenriffe sowie Mangrovenwälder, welche die Kinderstube von vielen Fischen und Krustentieren sind. Die Regierung Mauritius war überfordert und hat mehr als eine Woche mit ihrem Hilferuf zugewartet. Derweil haben die Menschen vor Ort Ölsperren aus Stroh aus Zuckerrohr erstellt und versucht, das Schlimmste abzuwenden. Hilfe kam erst um den 10. August herum von Frankreich. Unter Leitung der lokalen Behörden wurde mit dem Abpumpen der im Wrack verbliebenen rund 2800 Tonnen Öl begonnen. Am 16. August zerbrach dann der Frachter in 2 Teile. Er hatte zu dem Zeitpunkt immer noch 90 Tonnen Öl an Bord, welches erneut ins Meer strömte. Tausende freiwillige Helfer waren vor Ort und versuchten die Mangroven teilweise mit bloßen Händen von der schwarzen Ölschlacke zu befreien. Am Nachmittag des 24. August, einen Monat nach dem Auflaufen der Wakashio auf das Korallenriff, wurde der vordere und größere Teil des Frachters von 2 Schleppern rund 13 Kilometer ins offene Meer hinausgezogen und in einer Tiefe von etwa 3000 Metern versenkt. Dies mitten in einem der bekannten Aufzuchtgebiete für Waltiere. 3 Tage nach dem Versenken des Frachters begannen dann Breitschnabeldelfine zu stranden, teils noch um das Überleben kämpfend, teils bereits verändert. Innerhalb von 6 Tagen wurden 47 Breitschnabeldelfine tot an den Stränden Mauritius aufgefunden. Berichte und Aufnahmen belegen, dass viele Delfine auch nicht mehr in der Lage waren, die Balance zu halten, schwammen im Kreis und starben den Helfenden sprichwörtlich unter den Händen weg. Wir kennen aufgrund vieler vorangegangener Ölkatastrophen die Todesfolge bei Meerestieren als direkte Konsequenz. Einige der verendeten Delfine wurden dann auf Spuren von Rohöl untersucht, aber gemäß der Aussage des lokalen Fischereiministers Modhu waren die Atemwege frei von Öl. Es gibt aber auch Gerüchte aus der einheimischen Bevölkerung, dass es nach der Versenkung des Wrackteils zu einer Detonation kam. Das wäre eine weitere mögliche Erklärung dieser atypischen Massenstrandungen, die mindestens bis zum 3. September anhielten. Nur gezielte Untersuchungen der toten Tiere können Aufschluss über die Ursache geben. Was es aktuell braucht? Eine vollkommen unabhängige Untersuchung der gestrandeten Tiere, egal ob Delfine, Fische oder Meeresvögel, vollständige Transparenz bei der Berichterstattung der Erkenntnisse und Ergebnisse, eine Unterbindung des Kreuzens solcher seichter und somit gefährlicher Gewässer, die Anwendung des Verursacherprinzips, um die Kosten der Langzeitfolgen zu kompensieren, und die Internationale Schifffahrtsorganisation ist angehalten, Reedereien in die Pflicht zu nehmen, die unter Billigflaggen fahren wie jene von Panama, welche Bedingungen ermöglichen, die solche Katastrophen begünstigen.